Vater, wir danken dir für heute. Vater, wir preisen dich für diese wunderbare Gelegenheit, die wir bekommen haben heute Morgen. Wir danken dir, weil wir Teil des Leibes Christi sind. In der ganzen Welt, dass wir zu einem Leib gehören. Wir loben dich für so ein Privileg. Nun, Papa, wir wollen, dass dein Wort rausgesprochen wird. Grenzenlos, dass dein Wort so weit geht, wie du es willst, damit dein Wille geschehe in der Gemeinde Gottes im Namen Jesus. Amen. Wir werden Offenbarung Kapitel 3 gemeinsam aufschlagen und ich werde Vers 14, ich glaube, bis 22 lesen. Offenbarung Kapitel 3 ab Vers 14 bis Vers 22. Und der Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung ist. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbart wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. 22. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. In dieser Bibelstelle, wenn man ab Kapitel 1 oder Kapitel 2 lese, sieht man, dass Gott durch Jesus Christus Briefe an 7 Gemeinden geschrieben hat. Und die 7. Gemeinde ist die Gemeinde in Laodicea. Und Jesus schreibt einen Brief an den Engel der Gemeinde. Das Wort Engel heißt Diener der Gemeinde. Leute glauben, diese Gemeinde hat einen Pastor, so er kam ein Brief an die Gemeinde. Und in diesem Brief beschwert sich Gott über die Gemeinde Gottes. Und wenn man das tun darf, prophetische Zeitteilung macht, unsere Generation ist in dieser 7. Teil der Gemeinde teilt. Das heißt, dieser Brief an die Laodicea gilt auch für uns heute. Gott sagt, ihr seid weder kalt noch heiß. Und ihr seid lauwarm. Und Gott sagt, ich hätte mich gefreut, wenn ihr kalt wäre oder heiß wäre. Dann würde ich wissen, was ihr wirklich seid. Aber ihr seid nicht kalt, ihr seid nicht heiß, ihr seid lau. Und Gott sagt, ich hasse das. Heute
Heute reden wir über die Gemeinde Gottes in der ganzen Welt. Wir machen manchmal diese Fehler. Wir denken, weil wir in unserem schönen Saal sind, wir sind getrennt von der anderen Gemeinde. Lass mich dir was sagen. Wenn Satan eine Gemeinde über die Straße angreift, sind wir auch mit angegriffen worden. Weil wir alle gehören zu demselben Leib Christi. Darum ist es teuflisch, gegen andere Gemeinden zu reden. Es ist unchristlich und es ist dämonisch. So, Gott lässt uns heute wissen, dass der Zustand der Gemeinde Gottes heute in der ganzen Welt ist ein Mischmasch-Zustand. Wir haben ein Problem in dieser modernen Zeit, wo die Gemeinde versucht, göttlich zu sein und weltlich zu sein. Manchmal, wenn wir unsere Christen schauen oder wenn wir in die Gemeinde Gottes schauen, manchmal erkennen wir überhaupt keinen Unterschied zwischen Gott und Satan. Verstehst du mich? Wie wir uns ankleiden, wie wir reden, die Werte, die wir vertreten. Diese Gemeinde Laodicea klingt wie eine sehr starke, erfolgreiche Gemeinde. Äußerlich war die Gemeinde reich. Äußerlich war die Gemeinde begabt. Äußerlich ging es der Gemeinde gut. Und die Gemeinde freute sich und sagte, wow, wir erleben Erfolg. Und das ist genau, was wir heute erleben. Dass wir in den Gemeinden Gottes, wonach wir jagen, ist Zahl. Wonach wir jagen, ist Zahl. Ein Pastor hat sich mal beschwert bei einem Pastorentreff. Dieser Pastor, er hat in seiner Gemeinde, ich glaube, 30 Leute. Und bei den anderen Gemeinden gab dieser Pastor oder die anderen, die 200 Leute in der Gemeinde haben. Und es ist leider, dass, wenn der Pastor mit 30 Leuten redet, Leute hören kaum zu, was er zu sagen hat. Aber wenn der andere Pastor mit 200 Leuten redet, sofort wird angenommen, was er sagt. Und ich habe das live gehört, erlebt, wo der andere Pastor sagt, warum kommt mein Wort gar nicht durch? Wenn ich eine Meinung bringe, es wird sofort abgelehnt, wird gar nicht darüber diskutiert. Aber wenn dir eine Meinung bringt, muss ich das sofort mitmachen. Wisst ihr warum? Die anderen haben 200 Leute. Wir fangen an, einander zu bewerten. Gemäß der Zahl der Mitglieder, die wir haben. Und damit diese Zahl wächst, Max, sind wir bereit, alles zu machen, damit niemand verletzt wird. Verstehst du mich? Damit die Gemeinde wächst, damit mehr Leute in die Kirche kommen, fangen wir an, Dinge zu sagen, ja, es steht in der Bibel, aber man muss alles nicht so direkt nehmen, wie es ist. Und die Gemeinde wächst. Und Leute kommen in die Gemeinde. Und es gibt Freude und Leben in der Gemeinde. Aber wenn ihr diese Geschichte liest in Vers 20, Jesus stand draußen und klopft an in der Gemeinde. Jesus sagt, wow, ihr habt die beste Musik, wunderbare Lichtbeleuchtung, Arbeit auf der Bühne, geniale choreografische Angebot, wow, exzellente Predigt, begabte, eloquente Predigt habt ihr, aber ich stehe draußen und klopfe. Ich weiß nicht, wie dein Leben ist und ich weiß nicht, was wir als Gemeinde erwarten. Es gibt immer noch klarer Unterschied zwischen Schwarz und Weiß. Und Gott ruft die Gemeinde Gottes wieder auf in der ganzen Welt. Und ich hoffe, du hörst mich als ein Pastor. Dein Ziel soll nicht sein, nur Zahl zu sammeln. Dein Ziel soll es sein, dass Jesus verherrlicht wird in deiner Gemeinde. Bist du Hauskreisleiter? Bist du irgendwas? Zahl ist gut. Aber was bringt uns, wenn wir äußerlich erfolgreich sind, aber bei Gott keinen Platz finden?
Jesus sagt, ihr denkt, ihr seid reich, aber ihr seid arm. Ihr denkt, ihr seid schön, aber ihr seid nackig und anfällig. Darum, ich rate euch, kaufe von mir Gold geläutert. Kaufe von mir Gold geläutert und weiße Kleider, damit ihr eure Nackigkeit zudeckt, damit ihr nicht anfällig werdet. Was geschieht? Wir hatten diesen Bruder, ich werde den Namen nicht nennen, wir kennen ihn. Als er mal zum ersten Mal in Deutschland kam, aus Nigeria, im Frühling fing er an, noch mit T-Shirt rauszugehen. Frisch aus Nigeria und Frühling. Und Leute warten ihn. Es ist doch kalt. Aber er hat versucht, cool zu zeigen. Oh, es ist doch nicht kalt. Guck mal, die Deutschen haben auch T-Shirt an. Er hat einen Monat lang im Krankenhaus verbracht. Was war los? Er war der Kälte nackig. Verstehst du mich? Er hatte keinen Schutz. So, diese Gemeinde, bei denen lief alles gut. Es gab Überfluss in der Gemeinde. Es gab Zeichen und Wunder in der Gemeinde. Und bitte, ich bin nicht gegen Zeichen und Wunder. Glaub mir, ich glaube daran. Ich will es. Aber Gott sagt, nein. Was ihr habt, ist Lüge. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Und ich will dir auch sagen, meine Brüder und Schwestern, ich will, dass du dich fragst, bist du heiß oder bist du kalt? Eigentlich, ich werde nicht sagen, dass jemand hier kalt ist. Weil wenn du kalt wäre, du würdest nicht hier sein. So, die Frage nun ist, bist du heiß oder bist du lauwarm? Weißt du, Sonntag bist du heilig. Halleluja, lobe den Herrn. Wenn der Pastor Amen sagt, dein Amen ist lauter. Amen. Aber Montag bis Samstag, man kann keinen Unterschied zwischen dir und Satan sehen. Bist du so ein Christ, der weiß, dass diese Dinge nicht gut ist, aber tut das immer noch? Bist du so ein Christ, dass deine Entscheidung wird getroffen, nicht mehr gemäß, was das Wort Gottes sagt, sondern gemäß, was jetzt angenommen und modern ist in der Welt? Ein Pfarrer spricht mich an und dieser Pfarrer sagte mir, unser Bruder Pascal, alles, was Paulus geschrieben, gilt für uns heute nicht mehr. Wir sind in einer modernen Welt. Ein Pfarrer hat mir das gesagt. Ich habe ihm dann gesagt, warum schmeißt du deine Bibel nicht weg? Was predigst du denn? Wenn alles, was Paulus geschrieben hat, aber es tut mir leid. Die Sonne ist alt, aber ich sage dir, er wird dir Sonnenbrand schenken, wenn du Deutscher bist. Die Sonne ist alt, aber schenkt immer noch Hitze. Und Gott ist unsere Sonne. Nun, was sollen wir tun? Gott hat uns einen Rat gegeben, Paulina. Er sagt, kaufe von mir Gold geläutert und weißer Kleid und salbe eure Augen mit Salböl, damit ihr sehen könnt. So, ich frage mich, was ist Gold? Weißt du, ich bin jemand, der, was bedeutet Gold? Wo kann man Gold in der Gemeinde kaufen, oder? Gibt es einen Ort in der Gemeinde, wo Gott Gold verkauft? Weil Gott sagt, kaufe von mir Gold. So, dann bin ich zu Psalm 12 gekommen. Weil ich habe gelesen, irgendwas ist geläutert. So, lass uns Psalm 12 sehen. Ich denke, Englisch, Vers 6, Deutsch, Vers 7. Psalm 12, Vers 7. Die Worte des Herrn sind reine Worte. In irdenen Ziegel geschmolzenen Silber 7-mal geläutert. So das Wort Gottes, liebe Englisch, words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. So Gott sagt, ihr sollt von mir Gold kaufen. Aber ich habe hier ein Problem.
Was ist mein Problem? Ja, steht Silber und nicht Gold. Stimmt das bei dir auch? Und ich sage, Gott, ich habe ein Problem. Weil wie kann ich Offenbarung 3 sagen, dass Gott bedeutet Gottes Wort? Und weil Gott gut ist, der geht bei Sprüche Kapitel 25. Ich denke Vers 11. Sprüche 25, Vers 11. Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Was passiert? David sah Gold auf einer silbernen Schale und er sah, wow, das Wort Gottes ist getestet. So Gott sagt, kaufe von mir Gold geläutert. Habt ihr gehört, kaufen? Kaufen heißt, es ist nicht kostenlos. Oder? Kaufen heißt, es ist nicht kostenlos. Das heißt, ich kann jetzt Geschäft anfangen. Nun, liebe Gemeinde, wenn ihr reine Wort Gottes hören wollt, dann muss ihr 10 Euro bezahlen. Nein. Ich bin sicher, irgendwelcher Pastor wird das so glauben. Es wird einen Pastor in der Welt geben, der das glaubt. Eines Tages in meinem Zimmer auf der Aristotelessteig in Berlin, 221, das war 97. Ich habe meine Bibel gelesen, gegen 2 Uhr. Und die Offenbarung war so viel für mich, dass ich nicht mehr reinsaugen, was kam. Und ich fing an zu weinen. 2 Uhr in meinem Zimmer. Und ich weinte. Es war viel. Ich sagte, Gott, it's too much. Es ist zu viel. Und Gott sagt, warum nicht? Why not? Wenn du wach bleibst zu lesen, während anderen schlafen. Viele von uns, wir lesen unsere Bibel in der Straßenbahn, um Zeit zu überbrücken. Du hast nicht gekauft. Die Bibel ist, du arbeitest an dem Wort Gottes. Kaufe von mir, wo du dich hinsetzt und sagst, Gott, rede zu mir. Es ist Zeit, dass die Gemeinde anfängt, Zeit mit dem Wort Gottes zu investieren. Wehe dir, du predigst länger als 40 Minuten. Du bist alleine. Meine allererste Predigt in Deutschland in einer Kirche. Meine allererste Predigt, Max. Man hat mir nicht gesagt, wie lange ich predigen durfte. Große Kirche in Berlin, Wedding. Und ich kam wie üblich. Bestimmt damals war mein Deutsch noch sehr, sehr schlechter. Und ich habe gepredigt. Und nach der Predigt hat sich 2 Leute bekehrt. Und durch Gottes Gnade, ich habe für einen Mann gebetet und Gott hat ihn geheilt. Aber als ich mich im Pfarreramt Kanzlei wieder treffen sollte, mit dem Pfarrerin zu reden, und sie sagte mir, sie haben doppelt zu lange gepredigt. Man hat mich nicht mehr eingeladen. Das stimmt leider, ich habe 1,5 Stunden gepredigt. 1,5 Stunden in einer Landeskirche. Und keiner ist rausgegangen. Ich wusste nicht, glaub mir. Ich habe noch mal eine Chance, in einer anderen Kirche zu predigen. Ich habe gefragt, wie viele Minuten. Sie sagte mir 20 Minuten und ich habe 20 Minuten gepredigt. Ich kann es. Aber wir können sitzen und schauen Herr der Ringe 3 Stunden. Verstehst du mich? Wir können sitzen und Rotz und Schmutz schauen im Fernsehcomputer. Aber sobald es um Wort Gottes geht, wir können nicht mehr. Eine Schwester sagte mir, immer wenn ich die Bibel aufschlage, schlafe ich ein. Das ist genau. So, was macht Satan? Er lässt es uns schwierig sein, das Wort Gottes reinzubringen. Und wir sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Lass mich dir was sagen. Manchmal, wenn ich die Bibel lesen will und schlafen will nicht, dass ich Bibel lese, ich werde Wasser auf meinen Kopf gießen. Ich werde aufstehen und lesen. Ich sage, schlafen, ich gewinne heute.
Es ist nicht angenehm, aber du musst was bezahlen. Was nichts kostet, ist auch nichts wert. So, Bibel sagt, komme und kaufe von mir. Ich träume immer noch davon, Silvia, dass wir einmal ein Wortfete haben. Also Fete auf Deutsch. Wortfest. Fete, ja, Fete ist Party. Dass wir mal Wortfete haben, wo wir uns Samstag treffen und Predigt über Predigt, nicht weniger als 8 Predigt durchzuhaben. Ich träume davon, wo wir uns jede Woche hier treffen, Montag bis Freitag, um Predigt und Beten zu haben. Warum? Weil wenn das Wort Gottes Platz in der Gemeinde hat, so kann die Gemeinde genug Kraft haben, als Licht zu leuchten. Gott sagt, kaufe von mir Gold und hör auf, Dummheit auszuüben. Liebe, lass mich dir etwas sagen. Wir wissen, dass wir noch nicht total perfekt sind. Aber wir sollen aufhören, Dinge zu tun, die wir mit Bewusstsein tun. Wenn wir wissen, dass etwas Gott nicht gefällt, lass uns daran arbeiten, das nicht mehr zu tun. Ich ermutige uns. Du bleib Christi. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir wissen, dass etwas Gott keine Ehre gibt, lass uns das nicht mehr tun. Weil indem wir Sünde einlässt in unserem Leben, so machen wir eine Tür auf für Satan, uns anzugreifen. Die Bibel sagt mir, dass Gott kommt für eine Gemeinde mit weißer Kleid. Es ist Zeit, dass wir wieder, was Sünde ist, Sünde nennen. Dass wir wieder in der Gerechtigkeit leben. Und ich bete heute für den ganzen Leib Christi, dass Gott die Macht der Sünde zerstört in der Gemeinde. Salbe deine Augen mit Öl, dass wir anfangen, nicht mehr unser Leben zu betrachten, gemäß was herum uns passiert, sondern dass wir lernen zu sehen, was Gott uns zeigt durch sein Wort. Dass wir anfangen, Offenbarung über unser Leben, über unsere Stadt zu bekommen. Oft reagieren wir nur, die Gemeinde reagiert nur, wenn irgendwas passiert. Wir gehen auf die Straße und demonstrieren, was keine Sünde ist. Aber es ist Zeit, dass die Gemeinde voraussieht. Halleluja. Ich liebe Elisa. Der war bei sich zu Hause Prophet. Und er konnte mitbekommen, was diskutiert wird im Schlafzimmer vom König. Gott sucht solche Leute, die sagen, Gott, öffne uns die Augen. Wir wollen tiefer und weiter sehen, auf was hier passiert. In Kapitel 6, Apostelgeschichte. Wir lesen nur Vers 2 und 2, dann gehen wir zu 7. Ich will euch zeigen, was geschieht. Apostelgeschichte, Kapitel 12. Kapitel 6, 1 und 2, dann gehen zu 7. In jedem Tage aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand eine Mure der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwe bei der zeitlichen Hilfeleistung übersehen wurde. Vers 2. Da beriefen sich die 12 Männer, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei dem Tisch zu dienen. Satan wird deine Gemeinde nicht stoppen vom Wachstum. Aber mit dem Wachstum wirst du abgelenkt von dem Wort Gottes. Satan wird Leute nicht stoppen, zu dir zu kommen. So, diese Gemeinde war beschäftigt, Leute zu segnen. Diese Gemeinde war beschäftigt, sich um Leute zu kümmern. Und indem sie das machen, haben sie vergessen, das Wort Gottes zu geben. Ich habe euch diese Geschichte erzählt in Berlin. Als ich normalerweise Evangelisation gegangen bin, habe ich eine Stätte gesehen, wo Obdachlose gehen zum Essen. Ich will den Namen von den Irish nicht sagen. So, ich bin gegangen
wunderbare Schwester. Und ich sagte denen, guten Tag, ich bin Evangelist Pascal aus Nigeria. Darf ich mal diese Leute ein Wort geben? Und diese wunderbare Schwester sagte mir, nein, wir geben denen kein Predigt. Sie sollen nur essen und verschwinden. Ich habe Vorrecht, bei einer obdachlosen Arbeit zu arbeiten, wo Obdachlosen kommen und übernachten. Und wir bieten den Abendbrot an und Übernachtung. Und wir bieten sie Frühstück an, dann gehen sie weg. Und als wir diese Arbeit angefangen haben, es war eine wunderbare Arbeit für mich als ein Student. Ich habe Abendbrot und Frühstück. Und ich nehme auch Rest mit nach Hause. Aber man hat mich gewarnt, Pascal, unsere Aufgabe ist nur, Essen anzubieten, bequatschen und Übernachtung anbieten. Du darfst sie nicht missionieren. Man hat mir ausdrücklich gesagt in Berlin. Aber leider, wie ich bin, ich habe zufälligerweise angefangen, jemanden zu missionieren. Und er kannte sein Recht. Und er schrie, du darfst mich nicht missionieren. So, wir kümmern uns um ihre Probleme. Wir geben gerne Essen. Das ist gut. Wir geben Klamotten. Das ist gut. Kein Wunder, dass sie kommen. Wir geben Kuchen. Wir geben Kaffee. Wir sind immer da. Wir helfen. Aber wir vergessen, das Wort zu geben. So, Satan ist Taktik mit Weisheit. Er gibt uns Menschen mit Problemen. Und wir denken, um denen zu helfen, müssen wir ihre Probleme lösen. Aber Liebe, wenn wir die Welt erretten wollen, müssen wir das Wort geben. Wenn wir aufhören, das Wort zu predigen, reines, unverdünntes Wort Gottes, dann werden wir nie die Herrlichkeit Gottes erleben. Vers 7. Was ist passiert? Nachdem die Jünger sich entschieden haben, das Wort wieder auf die Bühne zu bringen und Gebet zu machen. Die Bibel sagt, und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Christen mehrte sich sehr in Jerusalem. Steht das Christen da? Was steht da? Es gibt Unterschied zwischen Jüngern und Christen. Jeder, der an Jesus glaubt, ist Christen. Aber Jünger sind Leute, die nachfolgen. Verstehst du mich? Die Zahl der Christen ist nicht gewachsen. Die Zahl der Jünger ist gewachsen. Sogar hör mal weiter. So auch der große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Wir bauen nicht eine Gemeinde, wo jeder nur kommt und tut, was sie wollen. Wir müssen tolerant sein. Wir müssen offen sein für alle. Wir sind für allen offen. Wir sind aber nicht offen für alles. Habt ihr verstanden? Wir sind offen für allen. Wir sind aber nicht offen für alles. Gott hat dich hier gebracht. Gott hat dich in deiner Gemeinde gebracht, um dich zu verändern. Lass uns Jesaja 2 sehen. Dann werden wir Abendmahl feiern. Jesaja 2, Jesaja 2, Vers 2 und 3 ist das prophetische Bild der Gemeinde. Und das ist, was geschehen muss. Die Bibel sagt, ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen. Und alle Heiden werden zu ihm strömen. Warum? Weil es Kuchen gibt, weil es Disco gibt, weil es Kaffee gibt, weil es Geld gibt. Lass uns weiter lesen, Vers 3. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Diese Gemeinde, es geht nur um das Wort Gottes. Aber durch das Wort Gottes kommt Heilung. Durch das Wort Gottes kommt Versorgung.
Durch das Wort Gottes kommt Hilfe. Das ist das Bild der Gemeinde. Und ich bitte euch, meine Leute, Brüder und Schwestern, und ihr auch, lasst das unser Ziel werden, dass die Gemeinde daran oder dafür bekannt ist, dass das Wort Gottes gepredigt wird. Nicht eine tolle Predigt zu haben, nicht eine tolle Lobpreisteam zu haben. Ich habe nicht gegen Lobpreis. Aber es geht darum, weil Lobpreis wird kein Leben verändern. Kuchen wird kein Leben verändern. Massage wird kein Leben verändern. Disco in der Gemeinde wird kein Leben verändern. Aber was das Leben verändern wird, ist das reine, unverdunte Wort Gottes vom Thron Gottes. Und wenn das dich trifft, das wird dein Leben verändern. Habe ich mit der Liebe gesprochen? Es ist Zeit, dass wir groß denken. Was auch immer du tust, betrifft nicht nur dich, betrifft nicht nur diese Gemeinde, betrifft den ganzen Leib Christi. So bitte, lass uns mit diesem Aufmerksamkeit leben. Lass uns mit diesem Verständnis leben. Und ich bete, dass Gott der Himmel ist, der uns errettet hat. Er wird seine Gemeinde so machen, wie er will, im Jesu Namen. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle wird die Gemeinde nicht überwältigen können. Im Namen Jesus. Amen. Wir haben uns entschieden, in diesem Monat jeden Tag Abendmahl zu feiern. Ich weiß nicht, ob einige schon das geschafft haben. Wir feiern Abendmahl jeden Tag bis zum 2. Sonntag März. Das heißt, jeden Sonntag jetzt, in den nächsten 3 Sonntage, haben wir Abendmahl. Warum machen wir das? Wir glauben an die Kraft des Blutes. Wir glauben, dass Jesus Leib für uns gebrochen worden ist. Wir glauben, dass es Heilung im Jesus Blut ist. Wir glauben, dass Jesus Blut und Jesus Leib Medizin ist. So, ich will dich herausfordern und ich will dich auch ermutigen, dass du auch zu Hause regelmäßig Abendmahl feierst. Denn die Bibel sagt, so oft wir das ja tun, bringen wir in die Erinnerung sein Tod am Kreuz. Sein Tod am Kreuz hat Sieg und Niederlage für Satan. Wenn wir diese Abendmahl nehmen, keine Schmerzen darf überleben im Namen Jesus. Kein Problem, keine Krankheit, keine Bindung darf bestehen im Namen Jesus. Überall, wo du bis jetzt Schwierigkeiten gehabt hast, im Namen Jesus Christus, die Schwierigkeiten verschwinden durch die Kraft des Blutes im Jesu Namen. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of Jesus Christ. Es gibt Kraft in dem Blut. So, wir werden beten. So, Gott, wenn ich dein Blut trinke, wenn ich dein Leib esse, lass deine Kraft sich offenbaren in meinem Leben. Du auch. Ich würde jetzt Pause machen und ich werde mir was zum Abendmahl nehmen und ich werde nach diesem Gebet mitessen. Denn ich werde diese Abendtisch hier segnen und dieselbe Kraft Gottes, die wir hier erleben, erlebst du auch da, wenn du mit uns feierst. Vater, im Jesu Namen, ich segne diesen Tisch. Wir empfangen das hier als dein Blut und dein Leib. Gibt es Krankheit irgendwo? Bindung irgendwo? Beschwerden irgendwo? Was auch immer das sein mag, das ungewollt ist in unserem Leben? Ich sage, diese Dinge sollen verschwinden im Jesu Namen. Jeder, der davon isst im Glauben und davon trinkt im Glauben, soll Leben empfangen. Wir toten Tod im Jesu Namen. Und ich bitte für meine Geschwister, die auch im Glauben mitmachen online. Ich bitte, mein Vater, da wo sie das im Glauben macht, gebe Zeugnisse, Heilungen, Durchbrüche, Zeichen und Wunder und besonders, dass Hunger nach deinem Wort erweckt wird in uns. Im Jesu Namen. Vater, wir danken dir. Vater, wir loben dich.
und wir preisen dich. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Wir verabschieden uns von euch.